Ja. Ja, für zukünftige Generationen wäre es bestimmt interessant, wie die Plejadianer ein Geldsystem entwerfen würden, wenn sie eins hätten. Also sie hatten ja ganz früher hatten die sicherlich auch ein Geldsystem. Ja, jetzt haben sie vor etwas über 52'000 Jahren haben sie das abgeschaffen, wo sie Frieden geschaffen haben. Es haben sich so viele Menschen haben sich umgebracht, weil sie nicht schlagen sind mit allem zusammen. Und ja, und heute haben sie seit rund also mehr als 52'000 Jahren haben sie kein Geld mehr. Ja. Nicht mehr. Ja. Und, aber wie war es vorher bei? Das wäre wirklich das ist genau gleich wie da auf der Erde. Auch so ausbeuterisch. Ja, genau gleich. Nur ist ja übel. Ja. Das ist, weil es ginge, ein Geldsystem zu haben, was gerecht ist. Ja. Dass eben die Banken das Geld, was sie an Gewinn machen, nicht behalten dürfen, sondern an die Allgemeinheit zurückfließt. Ja. Und das wäre fair. Sie dürfen über das Jahr schon Gewinn machen, aber am Ende des Jahres fließt das Geld. Und dass sie eben nicht übermäßige Rücklagen machen dürfen. Ne? Und alles ist einfach allgemein gut. Das müsste alles allgemein gut sein. Der kann da wohnen, der kann dort wohnen, dort wohnen und dort wohnen. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ob das Land wertvoller ist, ob es mehr Ertrag gibt als dem anderen und so weiter und so fort. Es ist jeder zufrieden mit dem, was er hat. Und was er kann bewirtschaften. Ob er geht arbeiten für die Allgemeinheit oder ob er die Heime schafft für die Allgemeinheit, das spielt ja gar keine Rolle. Wichtig ist, dass die Sache laufen tut, dass alles harmoniert tut und so weiter und so fort. Und jedes das hat, was es braucht. Oder? Ja. Aber bei dieser Überbevölkerung. Das viel 20-fache Überbevölkerung haben wir auf unserer Welt. Ja. Das sind natürlich. Das sollte nicht mehr als 500 Millionen Menschen haben. Ja. Wir haben aber 10 Milliarden. Ja. Oder? Und so wird die ganze Natur kaputt gemacht, die ganze Schöpfung verreist, die wird am Boden gleich gemacht, die Tierwelt wird ausgerottet, die ganze Lebenswelt wird ausgerottet, ob es Gras ist oder ob es Bäume sind, ob es Menschen sind, ob es Tiere sind oder sonstige Lebensformen, alles wird einfach nach und nach ausgerottet. Ja. Oder? Es ist nicht mehr allgemein gut. Jeder schafft für sich, nur für sich alleine, schafft nicht für die Allgemeinheit. Es ist alles so, dass es abhängig ist vom Mammon. Ja, aber wie würden die, wenn jetzt zum Beispiel bei den Plejadianern, da ist ein schönes Stück Land und das wollen dann viele Leute haben, weil es so schön ist. Wie würden die das dann regeln? Wir machen das ganz einfach. Wer da und dort leben will, der kann dort und da leben. Da wird weder etwas strittig gemacht, noch sonst irgendetwas. Also wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Zum Beispiel. Reden miteinander. Verhandeln miteinander. Wie man da sagt. Oder? Ganz einfach reden miteinander. Die Welt ist ja so gross und hat so viel Platz. Ja, bei 500 Millionen, ja, aber bei 10 Milliarden halt nicht aber mehr. das haben sie ja nicht. Ja. Das haben sie ja nicht. Also müssen sie auch nicht streiten um ein Stückchen Land. Ja, sie haben auch keine Straßen und so weiter, ne? Was ja unheimlich viel zerstört. Ja. Ja. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Ja. Denn niemand will an der Autobahn leben. Gemacht. Ja, wird so viel kaputt gemacht. Ja. Und immer mehr Straßen. Ja.
Je weniger Menschen es gibt, umso weniger braucht es in der Natur etwas zu zerstören. Oder? Die können ja nur das zerstören. Ja. Oder? Das siehst du, was der Rösti rausgelassen hat, der Bundesrat. Da oben da. Strassen bauen, Flughäfen bauen, Sportplätze bauen. Für die Menschen. Die Natur, dass die kaputt geht dabei, das spielt überhaupt keine Rolle. Die Wildtiere und einfach abknallen, fertig, Ausschluss. Das ist das, was sie im Kopf haben. Und so etwas nennt sich nachher ein Bundesrat. Einer, der weiterdenken sollte, der fürs Volk denken, der für die Welt denken, für die Natur denken, für die Schöpfung denken. Oder? Es wird nicht gemacht. Es wird nur wegen Mammon. Ja. Alles hängt vom Mammon ab. Ja, daher befasse ich mich da halt verhältnismäßig viel mit, wie man da mehr Gerechtigkeit schaffen kann. Ja, das kannst du nicht machen, wenn Menschen nicht lernen können, Michael, wenn sie nicht Sorge geben auf die Schöpfung geben, auf die Natur, aufs Leben, auf die Fauna und Flora. Oder? Wenn sie das überhaupt nicht kümmern, sondern nur den Mammon kümmert, dann kannst du rein gar nichts machen. Zuerst muss der Mensch anfangen, richtig denken und die Sache schätzen, die Natur, die Schöpfung bringt. Oder? Und wenn das nicht passieren tut, dann hängen wir nur alleine einem Mammon nach, einem Profit nach, einem schönen Leben, so wie der Mensch sagt, und so weiter und so fort. Aber nicht dem, was die Wirklichkeit ist, was die Wahrheit ist. Was willst du da dann anfangen? Als Einzelner kannst du nicht mehr tun, als das verbreiten, so gut es geht, wenn möglich rund um die Welt herum, so wie wir das machen. Oder du kannst nicht mehr tun, du kannst nur rund um die Welt herum, kannst du sagen, was richtig ist. Und wer es nachmachen will, was richtig ist, das ist dem seine Sache alleine. Du kannst ihm nicht sagen, du musst, oder? Man sollte es weg, man sollte es weg, man sollte es weg. Aber nicht, man muss. Ja. Oder? Dann, wenn du das wirklich muss brauchst, dann ist es sowieso gerade ein Zwang. Ja, dann erzeugt das Widerstand. Es muss immer der freie Wille vom Mensch selber sein, wo er braucht, um selber vernünftig zu werden, verantwortungsvoll zu werden und richtig zu handeln. Richtig denken und richtig handeln. Ja. Du schreibst zum Beispiel von dieser militärischen Truppe, die sozusagen eine weltweite... Das ist Macht, mörderische Macht. Nein. Das ist eine Mordorganisation. Ja, nein. Du schreibst von einer Weltfriedenstruppe. Das meine ich. Und da gibst du sozusagen ein konkretes Beispiel, was die Erde machen sollte, auch wenn sie es jetzt nicht tun werden, also oder noch nicht tun werden. Aber da ist schon eine Information, wo das dann in der Zukunft hoffentlich dann auch aufgegriffen wird und umgesetzt wird, um Frieden zu schaffen. Ja. Und eben beim Geldsystem, denke ich, wäre das auch nützlich zu haben, weil... Es ist eben nicht mit dem zu tun, um Frieden zu schaffen. Es geht, bei dem Frieden geht es auch nicht nur um den menschlichen Frieden, wo der Mensch Frieden haben untereinander, sondern Frieden mit der Natur haben, mit der Schöpfung haben, mit der Tierwelt, mit der Lebenswelt, wo es überhaupt gibt, Fauna und Flora. Auch dort braucht es das, was wir nennen Frieden. In dem Frieden ist eben mehr als einfach nicht kriegen und nicht streiten mit den Menschen, sondern da ist auch die ganze Schöpfung involviert drin. Weißt du? Es nützt nichts, wenn du mit einem Menschen Frieden
das, was er unter Frieden versteht, Frieden halten tust und dabei gehst du Tiere abmurksen und das Land kaputt machen, die Natur zerstören, die ganze Schöpfung zur Sau machen und so weiter und so fort. Das nützt dir gar nichts. Oder? Das ist, Frieden ist eben nicht einfach nur unter den Menschen Frieden zu halten, sondern auch Frieden zu halten mit dem Planet, mit der ganzen Schöpfung, die existiert. Und an das denkt kein Mensch. Naja, das ist noch ein paar Schritte weiter. Ja, das ist ein paar Schritte weiter. Na, fangen wir erstmal mit dem ersten Schritt an. Und da wäre eben so eine Friedenskampftruppe sinnvoll, damit sie erstmal Kriege beendet. Ja, genau. Ja, dass die erstmal aufhören. Unter einer Friedenskampftruppe ist zu verstehen, der kann weltweit sein, oder? Der kann der und dieser und jener kann bei dieser Friedenstruppe sein. Die muss nicht organisiert sein wie eine Armee. Die kann einfach verteilt sein unter der ganzen Menschheit, wo sie schauen, dass es wirklich Frieden gibt. Oder? Gewaltlosen Frieden gibt. Oder? Dass der Mensch richtig anfängt zu denken, richtig die Worte sieht, der richtig die Wirklichkeit sieht und das lehren tut. Oder? Eine Friedenskampftruppe. Ein Kampf muss nicht auf diese Art und Weise sein, dass wir dort Gewalt anwenden. Ein Kampf kannst du auch führen, ganz friedlich. Oder? Durch das, dass du den anderen Menschen belehren. Das ist auch ein Kampf. Ja, das, wir kämpfen hier mächtig, ja. Ja. Ja, ja, sicherlich. Aber da gibt es zumindest einen Anhalt. Also die Militias zum Beispiel gibt's in ganz vielen Ländern so. Oder eben auch in der Schweiz ist das auch mit den Waffen wird das anders gesehen als in den USA. Ne? Jeder ist da so, das ist meine Waffe und ich schütze mich. Und in der Schweiz ist da mehr Zusammengehörigkeitsgefühl. Also man hat seine Waffen und man hat dann seine Schützen. Bei denen geht es immer um Gewalt. Nicht also um Gewalt. Willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Das ist das, was sie Frieden nennen. Ja, das sind dann, also die Einstellung, denke ich, ist da doch schon anders in der Schweiz als zum Beispiel in den USA. Ja, natürlich. Ja, da gibt mehr Gemeinschaftsgefühl. Natürlich, aber es ist trotzdem Gewalt dahinter. Ja. So oder so ist Gewalt dahinter. Ja. Ja, das ist dann eigentlich wenn man dann noch weiter geht, dass man, ja, wir brauchen gar keine Waffen. Ja. Ne? Aber wenn man die Leute richtig belehrt, richtig erzieht, eben nicht falsch indoktriniert, sondern sie korrekt belehrt, dann ist die Gesellschaft so sicher, dass das eben nicht nötig ist. Aber da ist halt die Menschheit noch weit von entfernt. Ja, weißt du, aus Gleichgültigkeit, weil man der Sache nicht wirklich auf den Grund geht. Ja. Man geht dem, was sie nennen, Frieden, geht man nicht auf den Grund, was das Frieden wirklich ist. Und Frieden ist nicht nur im Menschen selber oder in einem Kreis, sondern es ist allumfassend. Frieden muss allumfassend sein. Also nicht nur unter den Menschen. Es muss Frieden sein mit der Schöpfung, mit allem, was existiert, mit der Natur, mit der Fauna und Flora. Jedes Wesen gehört dazu. Erst dann kann man von Frieden reden. Wirklichen, 100%igen Frieden. Erst dann. Anders geht's nicht.
Das ist nur, es ist ein Teilfrieden, oder? Für den Mensch selber. Er hält mit dem anderen Frieden so weit, bis er Krach hat miteinander und dann nachher plötzlich sind sie finden. Und das ist einfach nicht richtig. Also, wenn ein Mensch Frieden mit sich und der Umwelt und allem zusammen hat, dann hat er auch einen Frieden mit dem Grashalm, mit einem Insekt oder was es dann eben ist. Das ist erst Frieden, wenn es allumfassend ist. Erst dann ist es wirklich Frieden. Ja. Das, was der Mensch als Frieden sieht, das ist nur ein Teil, ein witziger Teil von allem zusammen, von dem, was Frieden muss sein. Ist nur klein. Ist nur ein Prozentsatz von dem, was wirklich muss sein. Ja, das sehe ich eben weit in der Zukunft, wenn überhaupt. Ja. Aber jetzt so für die künftigen Generationen wäre es, glaube ich, wie eben, was du beschrieben hast, auch die Broschüre über zum Beispiel diese Truppe. Das ist, was Leute sich eher vorstellen können. Auch im Zuge mit der UN oder eben, was zwar schlecht umgesetzt wird, aber das können sich Leute vorstellen, weißt du? Oder ein Geldsystem, was eben, das ist vielleicht nicht gerecht, aber das nicht so ungerecht ist wie das heutige. Dass man zum Beispiel sagt, eben, Banken dürfen Gewinne nicht behalten. Da kannst du immer noch genügend Ungerechtigkeit einbauen in das System. Aber die grobe oder die große Ungerechtigkeit, dass man reicher wird, ohne dafür arbeiten zu müssen, das würde dann aufhören. Ja, das wäre dann passiert. Ja. Aber da warte ich. Zuerst muss der Mensch anfangen zu denken. Und er tut nicht denken. Er tut nur das, dieses und jenes im anderen Namen. Daher denke ich, wären das oder kostbare Anhaltspunkte für Leute, dass sie anfangen zu denken, weil die lesen ja Leute das von dir mit der Truppe, dieser globalen Truppe zum Beispiel, und dann fangen sie an, darüber nachzudenken. Und sie können es sich vorstellen, auch wenn es noch nicht Realität ist. Natürlich. Und da eben, und ich denke zum Beispiel, dass eben das Geldsystem auch viel mit Spiritualität zu tun hat. Eben siegt die Gier, ne? Oder denn es gibt Banken, die sind gerecht, einen in Schweden, die Jagdbank oder so, oder eine auch in Deutschland, im Schwarzwald, die beutet ihre Kunden nicht aus. Und es sind auch Mitglieder, es sind keine Kunden. Und die Bank bereichert sich also nicht an den Mitgliedern. Und das ist eine Einstellungssache und hat eben für mich auch mit spirituellem Bewusstsein zu tun. Ja. Und da wäre es, glaube ich, also mich würde das sehr interessieren, wie die Plejaden darüber denken zum Beispiel. Für das hast du ja Friedenskampftruppen, um den anderen zu belehren, dass er das ergreifen tut, darüber nachdenken tut und richtig handeln tut daraus raus. Für das hast du ja, denke ich, Friedenskampftruppen, die das machen tut. Und Friedenskampftruppen hast du da und dort. Und, es ist einfach vereinzelt auf der ganzen Welt. Da ist vielleicht ein einzelner Mensch, der für sich eine Friedenskampftruppe ist. Oder es ist eine Gruppierung, die eine Friedenskampftruppe ist, die genau das machen tut, was richtig ist, nämlich der andere zu belehren. Es ist so oder so, er soll
sagt, der Mensch soll das und dieses und jenes machen in der richtigen Art und Weise. Oder? Es muss nicht eine Friedenskampftruppe sein, in dem Sinn wie eine Armee zum Beispiel. Das kann ein einzelner Mensch sein. Das kann 10 oder 20 Personen sein. Es kann eine Gruppierung sein oder was auch immer. Also könnte man das auch auf den akademischen Bereich übertragen. Genau. Auf alles und jedes. Okay, ich hatte das bisher eigentlich immer nur militärisch. Ja, das darfst du nicht militärisch sehen. Militärisch gesehen ist eine Mörderorganisation. Ja, auf jeden Fall. Aber eben, dass das sozusagen ein Ratschlag ist, wie man die Kriege stoppen könnte auf der Erde. Ja. So hatte ich das gelesen und verstanden. Ja. Aber du gehst da. Friedenskampftruppen zum Beispiel, wo auf ähnlicher Basis schaffen. Ähnlicher. Es ist nicht das, was wirklich muss sein, aber es ist eine ähnliche Basis, wenn du zum Beispiel die Heilsarmee nimmst. Mhm. Die Heilsarmee kannst du als teilweisige Friedenskampftruppe die bezeichnen. Sie tun etwas in dieser Art und Weise. Ja, Sie tun nicht das, was 100%ig muss sein, aber sie machen einen Teil davon. ja. Oder? Wird auch Armee genannt. Es Ja. wird auch Armee genannt, aber Es ist ja überhaupt nichts es ist Militärisches. nicht militärische Armee. Ja. Mhm. Eine Armee ist eigentlich das, eine Armee von Menschen. Mhm. Das heisst, es ist einfach eine riesige Gruppierung, oder wie dem immer willst du sagen. Ja. Armee muss nicht heissen, dass es militärisch ist. Ja. Das andere ist eine Militärarmee. Und das ist eine Heilsarmee. Wo soll Ja. das Heil bringen? Ja, Wo, ja, ja. wo soll Also die Besserung. Ich lese das als Besserung. Ja. Weil, Ja, ja. Ich sehe das jetzt nicht religiös. ja. Mit der Religion hat Ja. das überhaupt nichts zu tun. Ja. Ja, weil Heil, ne, da sehen viele schon wieder drin, wie so Seelen. Ja, Heil. die sehen, die, weisst, in diesen Worten sehen sie da etwas, wo gar nicht vorhanden ist. Ja. Wir brauchen das Heil auch sonst. Es ist heilsam. Mhm. Oder? Das Heil bedeutet etwas völlig anderes, als dass der Mensch das versteht. Oder, weißt du, Heil kannst du übersetzen mit, es ist eine Ganzheit. Da kannst du Heil übersetzen mit Ganzheit. Wenn du zum Beispiel ein Statzli fallen lässt und das ist ganz, dann sagst du, es ist heil geblieben. Ja. Es ist alles ganz geblieben. Ja. Mhm. Aber weisst du, so weit denkt der Mensch leider nicht. Er sieht immer hinter diesen Worten sieht er etwas Verkehrtes. Als das, was es wirklich ist, sieht er nicht. Mhm. Ja. Ja, natürlich, gerade im Deutschen oder halt in Deutschland ist eben Heil Adolf, dadurch ist das natürlich total Ja, natürlich. ein schwieriges Wort. Ja, genau. Ja. Überall, was Heil Hitler hat. Ja, es ist, Ja. Siehst du, auch dort, das Heil wird für das und dieses und jenes gebraucht, aber nicht für das, was es wirklich ist. ja. Mhm. Ja, das macht es natürlich schwierig, so ein Wort dann wieder richtig zu gebrauchen, ne? Weil es so missbraucht wurde. Genau. Ne? Das war ja ein Gruß, den fast jeder Ja, gesagt hat. Ja. Ne? ja, Und das ist leider so. ja.
Weißt du, der Mensch denkt über die Sachen halt nicht speziell nach. Er nimmt es einfach entgegen, er lässt sich indoktrinieren, oder? Und versteht dann das, oder meint, er versteht es nach dem, was es dann eben gebraucht wird. Ja. Oder? Er macht sich nicht Gedanken um das einzelne Wort, das er brauchen tut. Ja. Ich wollte nur noch gern die letzten 4 Sätze vorlesen und von dem Kapitel und dann sind wir da auch mit fertig, vom 6. Kapitel. 51. Satz. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr an Hunger, Durst und Nacktheit leidet, dann werdet die Weisheit und das Wissen durch Sorgen verdränget. Trachtet am ersten nach dem Reiche eures Bewusstseins und nach seiner Liebe und seinem Wissen und der Weisheit und nach der Labung eures Leibes für Speis und Trank und Kleidung. Darum sorget für den anderen Tag, denn der morgige Tag werdet nicht alleine für euch sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habet, also ihr euch nicht noch in Not des leiblichen Wohles erbarmen müsset. Eben. Das ist genau das, was wir jetzt geredet haben. Ja, man soll schon Über jedes Wort, was du brauchen tust, musst du wissen, was das eigentlich bedeutet. Du musst es dir selber können interpretieren, musst dir selber können sagen, was richtig ist, was zu verstehen ist, unter dem und diesem und jenem. Und wenn du das nicht machst, dann bist du einfach Mitläufer unter der grossen Masse, die falsch denken und falsch handeln tut. Du musst für dich selber denken und du musst für die Umgebung denken, für die ganze Schöpfung ringsum musst du denken, was das richtig ist, die richtigen Entschlüsse fassen und richtig handeln. Anders geht's nicht. Und wenn du das nicht machst, dann bist du einfach ein Mitläufer von der grossen Masse, die falsch denken und falsch entscheiden und falsch handeln tut. Und das ist dann eben das, was nicht richtig ist. Ja, ich habe das jetzt so verstanden, dass man sich eben, was man zum Leben braucht, Ja, dass man dich bemühst darum, ja, Ja, und aber das das ist nicht das Essen allein geht. ja, dass das nicht der Hauptfokus sein sollte, Nein, sondern dass es alles miteinander ist. Du musst denken, du musst Entschlüsse fassen, du musst richtig handeln. Oder? Du musst also alles machen, du darfst nicht nur auf eine Seite denken und handeln und Entschlüsse fassen, sondern du musst es allgemein machen, dass es nutzbar wird, auch in dir, in deinem Umkreis, in deinem näheren und weiteren Umkreis. Es geht nicht anders. So lebt der Mensch nur für sich ganz alleine. Es ist nicht das Essen dabei, sondern es ist alles dabei. Auch das Denken ist dabei, das Fühlen ist dabei, die Emotionen, die daraus entstehen und so weiter und so fort. Und was der Mensch verbreitet tut, in seiner näheren Umgebung, in seiner weiteren oder weiter Umgebung und so weiter und so fort. Es bleibt nicht alleine bei dir. Denn das, was du für dich tust, das trägst du auch raus zu deinen Nächsten. Genau gleich, wer das ist, ob es ein Kind ist, ob es ein Mann ist oder eine Frau ist, ob es deine Freunde sind, ob es deine Eltern sind, deine Geschwister sind oder Fremde sind und so weiter und so fort. Dann das, jedes einzelne Ding, was du machen tust für dich selber, das trägst du auch raus zum Nächsten.
Ja. Das ist halt, dass es hier heißt eben, im 51. Satz, dann werdet die Weisheit und das Wissen durch Sorgen verdränget. Also versteht das so, dass man sich eben schon wichtig ist, sozusagen eine materielle Basis zu haben, dass man eben nicht Hunger leidet und Kleidung sich kaufen kann und so weiter. Aber darüber hinaus soll man sich sozusagen... Natürlich. Du bist ja für dich selber bist du das Wichtigste in deinem Leben. Und was du für dich tust, an Rechtem, an Gutem, an Positivem, das geht auch raus zum Nächsten. Du strahlst das aus, zumindest strahlst du das aus. Und das wirkt beim Nächsten wieder. Bei dem und bei jedem. Oder? Je nachdem. Ja. Das ist ganz automatisch. Dann jeder Gedanke, den du hast, im Positiven, im Negativen, der wird ausgestrahlt. Der geht raus und trifft die Nächsten. Ja, und das ist für mich dann vom Verstehen her der nächste Schritt, dass man, wenn das die Basis gegeben ist, dass man dann sich immer mehr sozusagen darum bemüht, Wissen und Weisheit anzusammeln. Ja, richtig. Richtig. Also das eben, denn wenn wenn man eben nicht diese materielle Basis hat, dann leidet halt das Bewusstsein. Leidest du genauso wie die Umgebung. Ja. Und dann Dann ist, wie gesagt, dann ist der Zapfen los. ja, und dann überwiegen die Sorgen, so dass man dann da keine Zeit und auch keine Energie für hat im Grunde, Ja, genau, das ist es. da mehr anzusammeln. Ja, Ja. das ist genau selber. Und das strahlst du dann auch aus. Und das trifft wieder die Umgebung, deine Umgebung. Ob es eine Pflanze ist, ob es ein Tier ist, ob es ein sonst ein Lebewesen ist, ob es ein Mitmensch ist oder was auch immer. Der wird treffen, davon, ob er es nun wahrnimmt, bewusst wahrnimmt oder nicht. Aber es wirkt auf den Nächsten. Ja. Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Gut.